Herzlich willkommen bei Doktor & Söhne, ich bin Georg und in diesem Video zeige ich euch, wie ich hier solche Bogenhanfpflanzen bastle. Ja, da habe ich gleich ganz viel davon gemacht, damit die Regale in unserem schönen Blumenladen Flora, hier mit Leuchtschrift, nicht mehr so leer sind. Zur Leuchtschrift gibt es noch ein extra Video, das kann ich euch empfehlen, eine Bastelanleitung, wie man diese Leuchtschrift macht. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unseren Bogenhanfpflanzen. Einfach grünes Papier, das wird dann mit dunklerem Grün schraffiert, ja, mit einem Stift. Dann wird es ausgelasert, so, mit dem Laser. Und dann machen wir gleich ganz viele davon, dass wir die dann hier so alle zusammen einklemmen in die Pinzette und die Ränder gelb malen. Ja, das sieht dann besser aus, als wenn die nur schwarz sind. Dann, wenn die Farbe getrocknet ist, einfach zusammenrollen, mit einem Sekundenklebertropfen da fixieren. Und jetzt seht ihr, der untere Teil, den habe ich ein bisschen länger gelassen, damit man es hier gut zusammenrollen und zusammenkleben kann. Ja, und wenn es dann erstmal fertig ist, schneiden wir unten noch was ab. So, also zusammenkleben und dann unten abschneiden. Sonst wird ja der Blumentopf viel zu groß, ne? Also viel zu lang, viel zu hoch. Der Rand vom Blumentopf, das ist einfach hier so ein Schrumpfschlauch, ein Stück Schrumpfschlauch. Einfach da anlegen, wo die Blätter losgehen und dann schrumpfen lassen. Ja, und jetzt sind wir schon beim letzten Arbeitsschritt angekommen. Den Blumentopf anmalen und dann ist es schon fertig, unser Bogenhanfpflänzchen. Ja, also ich habe wie gesagt hier gleich viele davon gemacht. Ich denke, es sieht ganz gut aus. Der Effekt auf den Blättern, also die Blätter sehen richtig toll aus, finde ich. Die Töpfe könnten noch ein bisschen gleichmäßiger sein. Aber naja, das war's erstmal. Viel Spaß beim Nachbasteln und tschüss.